Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt teilbar durch 6 plus eine Masche mehr für die Endmasche, kommen wir nun zur Reihe 1. Wir beginnen mit einer zusätzlichen Luftmasche, um danach eine feste Masche in die erste Masche hineinzuhäkeln. Als nächstes häkeln wir 3 Luftmaschen, einen Umschlag und stechen in die dritte Masche ein, also die erste von unten, häkeln 2 Schlaufen ab, machen wieder einen Umschlag, gleiche Einstichstelle, nochmal 2 Schlaufen. So haben wir 2 halbe Stäbchen und 3 Laschen auf der Nadel und diese häkeln wir gemeinsam ab. So haben wir optisch 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Dann folgt eine Luftmasche und nun das gleiche wieder. Wir machen 3 Luftmaschen, einen Umschlag, gehen in die erste gehäkelte Luftmasche zurück, holen den Faden durch und häkeln danach 2 Schlaufen ab. Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden durchholen, 2 Schlaufen abhäkeln. Dann haben wir 3 auf der Nadel und diese dann gemeinsam, sodass wir wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen haben. Nun lassen wir 5 Maschen frei, 1, 2, 3, 4, 5 und stechen in die 6. ein und häkeln dort eine feste Masche hinein. Und dann sollte es so aussehen. Nun das gleiche wieder. Wir häkeln 3 Luftmaschen, machen einen Umschlag und gehen in die dritte Masche zurück, also quasi die erste Luftmasche, die wir gehäkelt haben, holen den Faden durch und holen den Faden nochmal durch 2 Schlaufen. Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden holen und dann nochmal den Faden holen durch 2 Schlaufen. Nun haben wir 3 auf der Nadel und diese häkeln wir gemeinsam ab. Danach eine Luftmasche und nach der Luftmasche wieder 3 Luftmaschen, Umschlag und dann gehen wir wieder ab Nadel in die dritte hinein und häkeln dort erstmal ein halbes Stäbchen ab, Umschlag, gleiche Einstichstelle, nochmal ein halbes Stäbchen und dann alle 3 Schlaufen gemeinsam. Nun wieder 5 Maschen freilassen und in die 6. eine feste Masche. Drei Luftmaschen, Umschlag, in die erste Luftmasche zurück, ein halbes Stäbchen abhäkeln, Umschlag, gleiche Einstichstelle, nochmal ein halbes Stäbchen abhäkeln, 3 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam. Eine Luftmasche, danach 3 Luftmaschen und ab Nadel in die dritte Luftmasche einstechen und ein halbes Stäbchen abhäkeln. Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden holen, wieder 2 Schlaufen für ein halbes Stäbchen abhäkeln, 3 auf der Nadel und alle 3 gemeinsam. Und diese 2 Blätter fixieren wir dann in der 6. Masche mit einer festen Masche. Und so sieht es bereits aus. 3 Luftmaschen, Umschlag, in die erste Luftmasche zurück, 2 Schlaufen abhäkeln, Umschlag, gleiche Einstichstelle, 2 Schlaufen abhäkeln, 3 auf der Nadel und diese gemeinsam. Dann eine Luftmasche, die unberührt bleibt, danach 3 Luftmaschen für ein Stäbchen, Umschlag und ab Nadel in die dritte Luftmasche einstechen, von unten wäre es die zweite,
und wieder 2 Schlaufen abhäkeln, Umschlag gleiche Einstichstelle, nochmal 2 Schlaufen abhäkeln und dann alle 3 Schlaufen gemeinsam. Nun haben wir wieder 2 Blätter und diese fixieren wir dann in der 6. Masche mit einer festen Masche. So, und ein letztes Mal 3 Luftmaschen, Umschlag und in die erste Luftmasche einstechen und 2 Schlaufen abhäkeln. Umschlag, gleiche Einstichstelle, 2 Schlaufen abhäkeln, 3 auf der Nadel und diese dann gemeinsam. Eine Luftmasche, die unberührt bleibt, dann 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und ab Nadel nach unten gezählt in die dritte einstechen. Von unten an wäre es die zweite, dort dann wieder einstechen, 2 Schlaufen abhäkeln, Umschlag gleiche Einstichstelle, 2 Schlaufen abhäkeln, 3 auf der Nadel und diese dann gemeinsam. So, ich bin jetzt hier am Ende meiner Reihe, steche in die letzte Masche ein und häkel dort noch eine feste Masche. Und das war dann Reihe 1. Reihe 2 beginnt mit 4 Steigeluftmaschen wie für ein Doppelstäbchen. Danach häkeln wir 3 zusätzliche Luftmaschen wieder für ein Stäbchen, machen einen Umschlag und gehen ab Nadel in die dritte Masche hinein und häkeln dort wieder 2 Schlaufen ab, machen einen Umschlag, gleiche Einstichstelle, wieder 2 Schlaufen abhäkeln und dann alle 3 gemeinsam. Und dieses eine Blatt fixieren wir jetzt in der Mitte der 2 Blätter aus der Vorreihe in der Luftmasche dazwischen mit einer festen Masche. Nun wieder 3 Luftmaschen, Umschlag in der dritten Masche ab Nadel oder die erste ab unten, ein halbes Stäbchen abhäkeln, gleiche Einstichstelle, ein zweites halbes Stäbchen abhäkeln und dann alle 3 Schlaufen gemeinsam. Und dann sollte es so aussehen. So, und hier müssen wir jetzt eine Luftmasche wieder machen und dann nochmal 3 zusätzliche wieder für ein Stäbchen, Umschlag und dann in der zweiten von unten einstechen und wieder ein halbes Stäbchen, gleiche Einstichstelle, nochmal ein halbes Stäbchen. Hier habe ich eine Schlaufe verloren. So. Und dann alle 3 Schlaufen gemeinsam. So, und wenn ihr das so hinlegt, seht ihr jetzt immer, wir haben hier nur mit einem Blatt begonnen, häkeln danach wieder 2 und dieses fixieren wir dann hier in dieser Mitte. Dann wieder 2 und dieses fixieren wir hier in der Mitte. Also nicht hier rein, sondern wenn ihr das lose hochzieht, in die lose feste Masche bzw. Luftmasche in die Mitte mit einer festen Masche fixieren. Also ihr könnt euch das so merken, dass ihr immer dort einstechen müsst, wo die Luftmasche oder feste Masche in der Luft hängt. Die Masche, die schon fixiert ist, die bleibt unberührt. So wisst ihr dann immer, wie viele Blätter ihr häkeln müsst. Nun wieder 2 Blätter häkeln, Umschlag, in die erste Luftmasche einstechen, ein halbes Stäbchen, gleiche Einstichstelle, nochmal ein halbes Stäbchen, alle 3 Schlaufen gemeinsam, eine Luftmasche, die unberührt bleibt, danach 3 Luftmaschen wieder für ein Stäbchen und ab Nadel in die dritte Luftmasche einstechen und 2 halbe Stäbchen abhäkeln,
3 Schlaufen auf der Nadel und diese dann gemeinsam. Nun haben wir wieder unsere 2 Blätter und diese fixieren wir wieder in der losen Masche zwischen den beiden Blättern mit einer festen Masche. Drei Luftmaschen. Ins erste einstechen, 2 halbe Stäbchen Hort hineinhäkeln, 3 Schlaufen gemeinsam abhäkeln, eine Luftmasche, die unberührt bleibt, dann wieder 3 Luftmaschen, ab Nadel in der dritten einstechen und wieder 2 halbe Stäbchen dort hineinhäkeln, 3 Schlaufen gemeinsam, dann haben wir wieder 2 Blätter. Und diese werden wieder mit einer festen Masche in der losen Luftmasche zwischen den 2 Blättern mit einer festen Masche fixiert. Und so häkeln wir jetzt erst einmal bis zum Ende unserer Reihe. Immer 2 Blätter mit einer Luftmasche dazwischen. Diese gehen recht schnell, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Diese dann wieder in der losen Masche fixieren. So, und jetzt bin ich am Ende meiner Reihe. Jetzt muss ich nur noch wie am Anfang ein Blatt häkeln. Und am Anfang hatten wir 4 Steigeluftmaschen und anstatt 4 Steigeluftmaschen machen wir nun 2 Umschläge und gehen in die feste Masche vom Anfang, holen den Faden durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen, also 3-mal durch 2 Schlaufen. So, und dann haben wir unsere Reihe 2 fertig. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt jetzt wieder wie am Anfang mit einer festen Masche, dann 2 Blätter und da wir jetzt hier die lose Luftmasche haben, stechen wir dann auch dort ein und fixieren mit einer festen Masche. So könnt ihr euch das immer merken. Einfach schauen, wo ist die lose Masche und wie viele Blätter brauche ich, um dorthin zu kommen. Also hier benötigen wir jetzt wieder 2, also häkeln wir wie in Reihe 1 eine Luftmasche, häkeln eine feste Masche in den Anfang, dann 3 Luftmaschen, in die erste Schlaufe zurück und 2 halbe Stäbchen hineinhäkeln für das erste Blatt, eine Luftmasche, dann nochmal 3 Luftmaschen für das nächste Blatt. So. Und dieses fixieren wir dann wieder in der losen Luftmasche zwischen den beiden Blättern. Drei Luftmaschen, in die erste zurück, 2 halbe Stäbchen, dann durch 3 Schlaufen, um das Blatt zu schließen, eine Luftmasche, dann 3 Luftmaschen für ein Stäbchen, in die dritte einstechen, 2 halbe Stäbchen hineinhäkeln, alle 3 Schlaufen gemeinsam, so haben wir unser zweites Blatt und dieses dann wieder in der losen Luftmasche mit einer festen Masche fixieren. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe bis zum Ende und schließen das Ende dann nur noch mit einer festen Masche.
Und am Ende der Reihe, so wie am Anfang, in der 4. Steigeluftmasche von unten angezählt, mit einer festen Masche die Reihe beenden. Und das war Reihe 3. Und Reihe 4 ist Reihe 2. Wir haben nun hier unsere lose Luftmasche. Das heißt, wir brauchen nur ein Blatt, um hinzukommen. Also beginnen wir hier wieder mit 4 Steigeluftmaschen, wie in Reihe 2. Halten den Daumen auf der Masche drauf, häkeln 3 zusätzliche Luftmaschen, gehen in die 3. von oben angezählt hinein und häkeln dann ein Blättchen. Und dieses fixieren wir wieder in der ersten losen Luftmasche. Und wie es nun weitergeht, das wisst ihr ja bereits. Das brauchen wir jetzt nicht mehr zusammen machen. Und so könnt ihr Reihe für Reihe euer Projekt entstehen lassen, indem sich immer nur Reihe 1 und 2 abwechselt. Viel Spaß mit diesem Muster.